Also willkommen zu meinem ersten Video, einer neuen Videoreihe, in der es jeweils um die 10 besten Spieler Deutschlands geht. Und für die sich schon auskennen mit der Competitive-Szene in Deutschland, die können das Intro ruhig skippen. Aber für die sich noch nicht so wirklich auskennen und vor allem auch noch nicht wissen, wer die 10 besten Spieler sind, da gibt es erst ein paar Sachen zu klären. Die erste Sache, die geklärt werden muss, ist erst einmal, warum mache ich das hier überhaupt, gell? So, was ist die Idee dahinter? Meiner Meinung nach kennen viele deutsche Spieler zwar die Competitive-Szene, die eben international unterwegs ist, zum Beispiel Spieler wie MKLeo, Tweak oder Zachary, die ganzen Top-Spieler eben, aber nur wenige kennen so die nationale Szene hier in Deutschland und viele wissen nicht mal, dass es auch hier bei uns Spieler gibt, die mit den besten Spielern auf der Welt mithalten können. Und ja, deswegen mache ich hier diese Videoreihe, damit die Leute ein kleines bisschen mehr die deutsche Szene kennenlernen, die deutsche Competitive-Szene. Und für die mehr wissen wollen über die deutsche Competitive-Szene, die können hier das Video klicken von einem guten Kumpel von mir, der alles über die deutsche Szene erzählt. Die andere Sache, die wir klären müssen, sind, woher weiß man eigentlich, wer die 10 besten Spieler sind. Und dafür gibt es in der Smash Community sogenannte Power Rankings. Das sind Rankings, die von einem Komitee erstellt werden, von einem gewissen Zeitraum, wo alle Turnierergebnisse zusammengefasst werden. Und da werden dann eben die besten Spieler geplaced nach ihrer Performance. In den europäischen Ranking und das deutsche Ranking, das sind die 2 Rankings, die für uns wichtig sind, da gibt es ein paar Überschneidungen. Zum Beispiel kann es sein, dass Spieler A auf dem europäischen Ranking höher ist als Spieler B, aber dann plötzlich auf dem deutschen Ranking ist Spieler B höher als Spieler A. Aber für uns ist es nicht so wichtig, weil zum Glück haben wir nur genau 10 Spieler, die vertreten sind auf dem europäischen Ranking unter den Deutschen. Und genau die 10 Spieler sind auch wieder auf dem deutschen Ranking zu finden, wo es nur 12 Spieler sind. Und ja, deswegen steht es eigentlich mehr oder weniger sehr klar, wer die 10 besten Spieler momentan sind in Deutschland. Und die Community ist eigentlich auch sehr einig, was das angeht. Okay, das war eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Spieler, nämlich der Lucky, der beste Pit auf der Welt. That might be huge. Going for the snipe. That's where Lucky just comes through. Oh, it's gone just like that. Der Lucky, wie gesagt, er ist wahrscheinlich der beste Pitchspieler auf der Welt. Er ist momentan 38. auf dem europäischen Ranking. Und diese 5 Turniere hier, die müsst ihr jetzt gerade nicht alle auswendig kennen, gell? Aber ich sag's einmal für euch, weil für die Turniere nicht kennen, das ist praktisch die Champions League von Smash. Auf jedem Turnier waren mindestens 300 Leute dabei. Zum Beispiel hier auf Albion waren sogar 900 Leute dabei, gell? Und da müsst ihr überlegen, 25. Platz ist mega hoch. Also Top 32, da weiß man schon, okay, das sind die besten Spieler aus Europa. Aber was noch wichtig ist, er ist zusammen mit dem Rino einer der besten Doubles-Teams in ganz Europa. Der Lucky ist ein Spieler aus Niedersachsen. Und der Rino ist auch aus Niedersachsen, deswegen die beiden Teams immer zusammen, sind überall zusammen unterwegs. Und da muss man sich überlegen, halt, wie heftig das ist, weil die spielen halt zusammen gegen die besten Teams Europas, gegen die besten Spieler Europas. Obwohl, der zweite Spieler jetzt, der Rino, gell, der ist nicht mal Top 50 Europa, nicht mal Top 10 Deutschland. Und der Lucky ist so eher untere Hälfte von den Top 50. Und da merkt man, finde ich, dass die Doubles-Meter auch noch sehr, ich sag mal, sehr komplex sein kann. Zweiter auf Valhalla. Hinter, oh, wer sind die 2 Spieler denn? Tarek und Shufor? Was? Erster Platz auf Valhalla? Wer hätte das erwartet? Okay, also Luckys Werdegang. Sein erstes Smash-Spiel war Smash 64 für die alten Leute unter uns. Und seiner Aussage nach hat er es halt als Kind gespielt, nur wenn sein großer Bruder nicht zu Hause war, weil die N64 gehörte seinem großen Bruder. Aber so richtig mit Smash Competitive hat er erst mit Smash 4 angefangen. Smash 4 für die 3DS und für die Wii U. Das kam 2014 raus. Und für viele von euch klingt es wahrscheinlich nach einer sehr langen Zeit, gell? Competitive Smash seit 2014, das sind 7 Jahre her. Aber eigentlich ist es gar nicht so alt. Weil ihr werdet auch später erfahren, bei den anderen Spielern, dass so gut wie jeder Spieler mindestens
mit Smash 4 angefangen hat. Also Smash 4 oder sogar noch älter. Und ab da hat er das Spiel ernsthaft angefangen zu spielen. Aber es hat ganze 2 Jahre lang gedauert. Nämlich 2016 war erst dann sein allererstes Turnier. Das war so ein Mini-Event. Das hieß Exactly. So ein Mini-Turnier gewesen in Berlin. Sein allererstes Turnier, da waren nicht mal 40 Leute da. Es gab noch Round-Robin-Pools, das heißt eine Gruppenphase, wo jeder gegen jeden spielen muss, um ins finale Bracket zu kommen. Und er hat kein einziges Game gewonnen. Er hat alle Games verloren, alle Sets verloren, ist 0-4 gegangen, 0-4 und hat allerletzter Platz geworden. Und hier, ich hoffe mal, die neuen Leute unter uns, die noch nie auf dem Turnier waren, die merken jetzt, ihr könnt ruhig auf ein Turnier gehen. Also egal wie gut ihr seid, glaubt mir, das ist immer eine Erfahrung wert. Weil ihr müsst nicht immer denken, dass ihr gut sein müsst, um auf ein Turnier zu gehen. Weil hier zum Beispiel Lucky, gell? Top 50 Europa ist der Top 10 Deutschland. Auch er hat irgendwann angefangen mit so einem Turnier, wo er eben alles verloren hat. Das heißt, lasst euch nicht abschrecken. Also ja, 2016 war er eben auf seinem ersten Event. Und danach war er noch auf 2 oder 3 kleineren Events, aber nichts Besonderes. Bis dann irgendwann Smash Valley kam. Smash Valley ist eine sehr bekannte Turnierreihe aus Smash 4. Das war 2017, ein Jahr später, ne? Ein riesengroßes Turnier, da war sogar The Boss dabei. Also es war eins der großen EU Majors damals. Und der Lucky war auch da, eins seiner ersten großen Turniere. Und er ist wieder im Pools gedrowned. Also er hat es wieder nicht aus dem Pools geschafft. Und guck mal hier. Hier ist noch ein gewisser anderer Spieler, der es nicht aus dem Pools geschafft hat. Ist mir nie aufgefallen, aber wir waren einfach im gleichen Bracket, im gleichen Pool sogar. Okay, also Lucky ist auch hier wieder im Pools gedrowned. Aber aus irgendeinem Grund, dieses Turnier war ein bisschen anders für ihn, weil plötzlich hat er Motivation. Ne, davor hat er so Smash Competitive gespielt, so ein bisschen nebenbei. Aber ab hier hat er das Spiel ernster genommen und wurde ab diesem Zeitpunkt immer besser. Ein Jahr später, 2018, das allerletzte große Turnier in Europa, nämlich Albion 3. Das war seine Breakout-Performance. Und für die, die nicht wissen, was das heißt, Breakout-Performance, das ist praktisch das Turnier, ab dem du bekannt wurdest. Also ich zum Beispiel kannte Lucky davon noch nicht. Auf Albion wurde er 13. Platz von 270 Leuten, obwohl er Seed 78 war. Und für die, die nicht wissen, was ein Seed ist, das ist praktisch so eine Voraussage, wie du auf dem Turnier ungefähr placen wirst. Und sowas braucht man, weil das gibt es ja überall, auf anderen Sportarten zum Beispiel, wie, sagen wir mal in der WM, gell? Da gibt es ja auch Seeding, damit Deutschland und Spanien nicht in die gleiche Gruppe kommen. Und genau sowas gibt es auch in Smash, in Turnieren. Und der Lucky war Seed 78, wurde am Ende 13. Platz. Und deswegen eine Breakout-Performance. Er hat praktisch jeden überrascht. Und hier sieht man vor allem in seinem Pool, hat er erstmal den Hope upsettet und dann den Azrael. Der Azrael, der war damals 24. Platz in Europa. Und den hat er besiegt in Pools. Das heißt, war ein riesen Upset. Jeder hat auf einmal davon erfahren. Und niemand kannte ihn halt davor, den Lucky. Ihr müsst euch überlegen, der war so kam so aus irgendeinem Loch, gell, aus Niedersachsen. Niemand kannte ihn. Und direkt danach hat er den Schläger besiegt. Nochmal ein riesen Upset. Schläger war damals der 7. beste Spieler in Deutschland. Boah, das war, glaube ich, ziemlich hype, als ich so parallel ein bisschen mitbekommen habe. So irgendein Pit-Spieler? Was ist mit dem los? Auf einmal upsettet er so die besten Spieler Europas. Aus nirgendwo. Vor allem Pit war ja auch ein Charakter, der nicht so wirklich aktiv war. Der ist nicht so wirklich Meta gewesen. Und ja, danach hat er gegen Sai verloren, nichts Besonderes, gegen KP gewonnen und dann gegen Mero verloren. Und wurde am Ende 13. Platz bei einem 270-Mann-Turnier. Und das war so sein Breakout-Performance. 2 riesen Upsets haben schon gereicht. Danach kannte ihn eigentlich jeder, so in der europäischen Szene. Also sein Name war dann plötzlich bekannt. Und das hier war das letzte Turnier. Das letzte große Turnier in Smash 4 für Europa. Also viele dachten sich dann, Smash Ultimate, neues Spiel, neue Ära vor allem, dass die ganzen neuen Spieler, zum Beispiel Lucky, da war ja auch mehr oder weniger ein neuer Spieler, zu der Zeit zumindest, er war halt on the map. Ne? Lucky war ab da eigentlich ein bekannter Spieler und man dachte so, okay, es geht auch für ihn dann Ultimate, genauso weiter. Aber aus irgendeinem Grund hat er nicht so wirklich Fuß gefasst ins neue Spiel. Wir sind jetzt in 2019, Ultimate ist gerade rausgekommen, frisch. Also es war am Anfang noch okay. Und dann kam irgendwann das Turnier, das nennt sich Elysium. Das war in den Niederlanden im März. Und seiner Meinung nach war das wahrscheinlich sogar eins der schlechtesten Turniere für ihn aller Zeiten. Weil ab da hatten halt die Leute Erwartungen über ihn. Und er war dem nicht so wirklich, also er hat nicht so nach seinen Erwartungen geplaced. Also er war Seed 39. Wurde am Ende 65. aus 220 Leuten. Und da hatte Lucky so einen kleinen Low-Point
Point erreicht. Und der Lucky, der hat auch das Spiel damals nicht so wirklich gemocht. Also man kennt es ja, wenn man von einem neuen Spiel, also von Smash 4 rüber geht zu Smash Ultimate, dann ist man vielleicht nicht so ganz vertraut mit den neuen Mechanics, vielleicht mag man die sogar gar nicht, vielleicht vermisst man viele von den alten Mechanics und bei Lucky war es auf jeden Fall so, dass er nicht so wirklich Fuß gefasst hat ins neue Spiel. Und danach ging es auch erstmal ein bisschen bergab, er hat nicht Pit gespielt, er hat andere Secondaries gespielt, immer hier und da bei anderen Turnieren. Es sah ein bisschen danach aus, als würde er nicht weiterspielen wollen, also in Smash Ultimate. Aber dann irgendwann, 2 Monate später, kam dann so ein kleines, unwichtiges Event eigentlich, Northern Impact Zone 30. Eine Turnierreihe, die gar nicht so besonders ist und da waren nur 41 Leute da. Und Lucky hat dieses Event gewonnen, aus dem Nirgendwo heraus. Und ihr könnt aus dem Bracket hier schon erkennen, immer wenn der Name unter einen steht, ist es praktisch ein Upset. Also er war viel niedriger geseedet, weil die Leute schon gedacht haben, so der Lucky, das war's für ihn, ne? Der wird Ultimate nicht ernst nehmen. Aber ja, er hat das Turnier aus dem Nirgendwo gewonnen und aus irgendeinem Grund, ab da hat er Feuer bekommen, sage ich einfach so. Er hat eigentlich seit diesem Event, zum Beispiel das Virtual Smash hier, was ihr sehen könnt, das ist praktisch das Markenzeichen aus Niedersachsen. Das ist so das wichtigste Event in Niedersachsen. Immer so ein Monthly. Jeden Monat gibt es ein Event. Und ab diesem Northern Impact Zone hat er sogar die meisten Virtual Smashes gewonnen. Also ihr könnt sehen, hier war erstmal 2. Platz, Virtual Smash 5 gewonnen, Virtual Smash 6 gewonnen, 7 gewonnen, 8 auch gewonnen. Also nach diesem Northern Impact Zone ist irgendwas passiert. Und er war eigentlich nur noch consistent oben dabei, bei den besten Spielern aus Deutschland, aus Europa. So, es kam wieder dieser Lucky zurück, den man aus Albion 3 kannte, in Smash 4. Also hier könnt ihr auch sehen, Dokumi, das größte deutsche Event aller Zeiten, da wurde er 7. Platz. Auf dem Albion, das größte europäische Event aller Zeiten, gell, wurde er 25. Platz. Und ja, seitdem, der Lucky, ist er bekannt dafür, dass er consistent immer oben dabei ist. Also jeder Spieler in Europa kennt ihn eigentlich mittlerweile. Er ist einer der besten Pitch-Spieler der Welt. Und er ist praktisch so ein Spieler, von dem erwartet man nicht mehr, dass er einfach gegen irgendjemanden verliert. Aber eine Sache fehlt ihm noch. Ihm fehlt so ein richtig großer Win. Entweder auf nationalen Level, dass er ein großes Turnier gewinnt, oder auf europäischem Level, dass man die Top 8 erreicht von eins von diesen großen ST-Events. Weil wie gesagt, das ist sowas wie Champions League, gell? Und Top 8 zu placen auf einem europäischen Major ist so das, was man immer anstrebt als ein Topspieler in Europa. Und das ist momentan so seine Position von dem Lucky. Er ist oben dabei, consistent. Er kann jeden Spieler besiegen, aber ihm fehlt es noch an einen großen Win. So, und wo ist der Lucky heute? Der Lucky ist ein gesponserter Spieler von Sissy State Punks. Und Lucky, er ist vor allem auch bekannt für seinen Spielstil. Er hat etwas sehr Charakteristisches in seinem Spielstil. Nämlich so ein charakteristisches Walken. Weil ihr wisst alle, man kann in Smash dashen, aber man kann auch einfach nur gehen. Wenn man geht, da kann man sich viel präziser platzieren und so mehr auf den Gegner warten. Der Lucky ist bekannt dafür, dass er ganz viel Walken benutzt und er ist mega patient im Neutral, sehr reaktionär und er spielt übertrieben vorsichtig. Also ich würde ihn als Chirurg bezeichnen aus den europäischen Topspielern. Und ich denke mal, er hat sogar auch die höchste Hitrate von den europäischen Spielern. Ich meine, es sagt jetzt nicht so viel aus, gell? Hitrate, das heißt so, wie oft trifft man einen Move, wenn man den benutzt. Aber bei Lucky ist es wirklich so, er wählt jeden Move übertrieben gezielt aus. Und meistens, wenn er einen Move raushaut, dann hat es auch irgendeine Bedeutung. Also er wirft nicht einfach irgendwas leer aus. Aber, das ist jetzt nur ein Neutral, gell? Da ist er mega patient. Wenn er einmal einen Hit reinkriegt, dann kommt er erstmal so eine Cutscene gefühlt, die dauert so 1 Minute lang. Weil er kann erstens übertrieben krass edgeguarden, wenn du einen Charakter spielst, der halt keine gute Recovery hat. Dann ist es so übertrieben schwer, gegen ihn zurückzukommen. Und allgemein so Advantage, alles was so Ledge-Trapping angeht, zum Landen. Sein Momentum ist übertrieben krass. Wenn er dich einmal kriegt, dann ist er extrem aggressiv, lässt nicht locker. Und es dauert dann so lange, bis du wieder zurückkommst on stage. Das ist so sein Markenzeichen-Spielstil. Okay, das war der Lucky, der beste Pitch-Spieler auf der Welt, momentan Rang 38 und somit der 10. beste Spieler unter den deutschen Spielern, also zumindest auf dem europäischen Smash-Ranking, ne? Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit einem Smash-Veteran, der schon deutlich länger dabei ist als der Lucky hier. Und manche würden sogar meinen, er sei eine Smash-Legende, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Und ansonsten, um nochmal zurück zum Lucky zu kommen, er streamt momentan ziemlich regelmäßig auf Twitch.
Und sein Channel und sonstige Social Media Links werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Und für die, die es nicht gemerkt haben, ich selber streame auch auf Twitch. Also zum Beispiel das ganze Showcase hier, was ihr gerade gesehen habt. Das war alles live on Stream, jetzt abgesehen vom Outro und vom Editing. Also ja, wenn ihr es mal mitverfolgen wollt, dann kommt ruhig mal vorbei. Natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like und einen Sub. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann wäre eine Kritik eigentlich auch ganz cool. Dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.